Ey, ihr lustigen Menschen. Ja, gestern hatte ich meinen ersten Preview-Stream, wo ich das Set, was ich am 31.07. online stelle, schon mal so auf Twitch über den Äther schieße. War ganz witzig. Das machen wir jetzt auf jeden Fall öfter. Ich habe die Frage gestellt bekommen, ob ich festen Streamingplan habe. Den habe ich nicht und das kann ich auch nicht realisieren. Das ist für mich nicht umsetzbar, dass ich zu fixen Terminen immer streame. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt immer vor dem Stream eine Stunde schon mal ein Set laufen lassen. Also dann ist der Stream schon online, aber es gibt halt einfach der Stream startet bald Bildschirm und es gibt ein Set von mir. Dann kriegen nämlich schon mal alle mit irgendwie, die mich abonniert haben, dass ich online bin. Heißt für euch, abonniert mich, sonst gibt's nämlich keine Benachrichtigung. Ja, mehr kann ich da leider nicht machen. Aufgrund von Familie und Arbeit ist es halt, wie gesagt, nicht möglich, dass ich sage, ich streame an fixen Termin. Vielleicht entwickelt sich das noch. Ja, so kriegen wir es auf jeden Fall hin, dass ihr die Info kriegt, dass ich streame und dann könnt ihr ja, wie gesagt, gucken, ob es gerade passt oder nicht, ob ihr Bock drauf habt. Und ja, so müssen wir uns dann erstmal arrangieren, würde ich sagen. Ja, so machen wir das zukünftig. Eine Frage habe ich mir noch gestellt, da sich ja viele Themen aufdoppeln. Packe ich die jedes Mal in die Highlights-Videos oder schneide ich die raus? Das ist die Frage so. Könnt ihr mir in den Comments schreiben, ob die Themen, die sich doppeln, ne, ob ich die rausschneiden soll dann oder ob ich es einfach drin lasse, weil es halt einfach die Stream-Highlights sind und fertig. Ne? Also das, wie gesagt, könnt ihr mir mal sagen. Dann auf jeden Fall mal viel Spaß mit dem Stream-Highlights vom 23.07. Peace. Da ist er wieder. Ja, geil. So pünktlich 10 Minuten vor Streambeginn ist hier in Hema überall der Strom weg. Da war hier mal so schnelle 5 Minuten Stromausfall. Und ja, dann braucht der Router natürlich auch ein bisschen, um wieder klarzukommen, wenn auf einmal alle gleichzeitig wieder ins Internet wollen. Ja, gut, dann jetzt sind wir wieder am Start auf jeden Fall. Ja, ich habe mal so ein paar Sachen gemacht, tatsächlich hier für Stream Elements oder von Stream Elements mal hier so ein Bildschirm gebaut für den Countdown. Und da läuft dann jetzt auch immer Musik. Ich werde, wenn ich einen Stream starte, weil es kam schon die eine oder andere Frage, ob ich einen Zeitplan erstellen könnte, aber ich kann das nicht, weil ich muss einfach spontan gucken, wie ich wo Zeit habe. Ich kann nicht sagen, nächste Woche Dienstag um 20 Uhr streame ich. Da weiß ich nicht, ob ich Zeit habe. Was ich aber machen kann, ist zum einen den Hinweis geben, folgt mir, weil dann könnt ihr da Notifications einstellen, dass sobald der Stream angeht, dass ihr eine Info kriegt. Und was ich dann noch mache, ist jetzt immer eine Stunde vor Streambeginn, werde ich den Stream schon mal starten. Dann gibt es eine Stunde Musik vom Band, irgendwie das aktuelle Set und ein Countdown läuft. So kriegt man vorher schon, eine Stunde vorher schon die Nachricht und kann dann gucken, ob es passt oder nicht. Das ist so die Idee dahinter. Mehr kann ich aktuell nicht machen. Irgendwie dauerhaft feste Streamtermine ist illusorisch aufgrund der Arbeit und der Familie. Ja, du warst eben schon mal im Stream, habe ich gesehen. Wir hatten ja gerade einen Stromausfall tatsächlich und das war irgendwie 5 Minuten war der Strom weg und dann brauchst Internet halt auch ein bisschen, bis das wieder da ist, weil in dem Moment, wo in ganz Hema, also wir reden da von 30.000 Leuten, der Strom weg ist. Hi, na? Guck mal, oldschool. Ist ja wunderbar. Naja, jedenfalls war, wie gesagt, der Strom weg. Jetzt geht's los hier. Wo kommen die denn alle her? Die Alex. Na, wie geht's dir? Ewig nicht gehört. Ja, ich hatte, wie gesagt, gerade erzählt, ich war kurz vor Streambeginn der Strom weg. Einmal 5 Minuten Stromausfall und dann brauchst Internet halt ein bisschen, um klar zu kommen. Deswegen hat es jetzt hier ein bisschen Verzögerung gegeben. Sehr schön. Wunderbar. Ja, schön, wenn es gefällt. Ja, geil. Ich habe auch gesehen, ich muss das leider löschen, Alex. Ich habe du hattest ein Snippet irgendwie von Soundcloud gepostet, den wollte ich gar nicht öffentlich machen. Ich bin gerade dabei, einen Track zu produzieren. Und weil man ja, ich sag mal, das auf mehreren Plattformen sich mal anhören muss, damit man weiß, wie es in Summe klingt, lade ich so die Snippets immer auf Soundcloud hoch und mache die aber auf privat. Der eine war, irgendwie habe ich das nicht richtig eingestellt, irgendwie auf öffentlich. Und dann habe ich gesehen, oh fuck. Dann habe ich gesehen, du hast das gepostet. Dann habe ich dann schnell gelöscht. Weil das ist natürlich nichts fürs World Wide Web. Aber cool, dass du supportest. Finde ich super. Freut mich. Nee.
Also ich bin eigentlich kerngesund, ne? Also eine schlimme Erkrankung habe ich nicht. Bin zwar ein bisschen moppelig so, aber das liegt einfach daran, weil ich ein Leckermäulchen bin. Nee, ich habe tatsächlich aufgehört mit Musik machen, weil ich mich beruflich ein bisschen umorientiert hatte, beziehungsweise da gab es, ich sag mal, Entwicklungen, die ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit erforderten. Das war auch alles gut. Ne? Bei mir hat sich beruflich auch verdammt viel getan die letzten 10 Jahre. Mittlerweile bin ich selbstständig und mache auch voll geile Sachen so. Also ich bin, was Veranstaltungstechnik angeht, mittlerweile ganz oben angekommen. Bin so aus dieser Dorftechnik-Riege raus. War ja lange Zeit angestellt bei der Stadt und jetzt bin ich halt, wie gesagt, Vollzeit selbstständig und mache die ganz fetten Sachen mit. Ich mache viel Fernsehen, also ob das jetzt TV Total, Schlag den Star ist, VOG WM, WDR-Geschichten, Dein Song, Mask Singer, was da so alles gibt an Formaten, da wusel ich so mit rum. Mache also wie gesagt viel Fernsehen. Ich mache aber auch im Sommer viel Festival- und Konzertgeschichten, fahre auch ab und an auf Tour. Ich mache halt beruflich Veranstaltungstechnik. Bin mittlerweile Lichttechniker, ich war mal Tontechniker. Ja, und deswegen, da hat sich halt einfach so ergeben. Ich habe 2016 auf dem Ground Zero noch gespielt und habe gesagt, okay, musikalisch läuft alles. Das kann nicht, eigentlich kann es nicht besser werden, so von der Wertigkeit. Es kann nur mehr werden. Mehr passt aber nicht. Ja, Familie zum Beispiel. Ich habe mittlerweile 3 Kinder, ne? Also da gab's den letzten Nachwuchs 2017. Da hat Musik hätte nicht mehr werden können. Besser aber auch nicht, weil wenn du schon auf so einem Festival spielst, ist halt schon auch ganz fett, ne? Naja, jedenfalls habe ich dann einfach entschieden, ich höre auf mit Musik machen. Ich habe das aber auch nicht, das war zu einer Zeit, da haben viele aufgehört. Ja, jetzt Karriereende, bla und so. Ich habe das aber gar nicht an der großen Glocke gegangen, ich habe einfach aufgehört. Und eigentlich habe ich auch gesagt, weil damals schon die Entwicklung war so komisch in der Szene, immer mehr Social Media und bla, und das ist ja nicht so meins. Ich bin ja mehr, ja, ist witzig, ich mache hier Twitch und sag, Social Media ist nicht meins. Na, jedenfalls habe ich gesagt, du hörst jetzt auf. Aber so nach 10 Jahren, es hat einfach zu hart in den Fingern gejuckt. Ich wurde immer wieder mal angeschrieben, hast du nicht mal Bock zu spielen, mal wieder was machen und diese Geschichten. Und dann habe ich jetzt einfach, im Dezember war das letztes Jahr, ja, wie so Anfang, Mitte Dezember habe ich gesagt, komm, ich hole mir noch mal wieder ein neues. Ich hatte ja alles verkauft gehabt, ich hatte ja nichts mehr. Nee, und dann habe ich einfach wieder angefangen. Zum einen, ich brauchte neue Musik. Man hatte sich ja alles schon über die Jahre 3-mal satt gehört. Ja, wie gesagt, bei mir ist alles sortiert. Es hat sich alles, ich bin 46 jetzt bald. Und ich sag mal so, diese Phase, wo man Druck macht, damit man voran Karriere, bla und so, ich sag mal, das hat sich ja gewinnbringend beruhigt wieder. Ich habe so meinen Kundenstamm, ich habe meine Aufträge, ich bin Familie, also der Große ist wird jetzt 19 im September. Von daher auch das ist komplett fertig, Familienplanung und ja. Was meinst du genau mit Tracks fischen? Also zum einen hatte ich jetzt auch ich weiß nicht, hast du dir YouTube angeguckt? Ich habe da mittlerweile, mache ich ja auch Videos da und erzähle ein bisschen was. Ich mache mittlerweile, gibt es die letzten beiden Sets oder das letzte Set, habe ich eine Trackliste auch angefertigt. Da machen wir Windows View, so müsste das sein. Kanal ansehen, Videos. Guck mal, hier zum Beispiel. Hoppla, hast du mittlerweile eine komplette Playlist mit Markern, wo alle Lieder drin stehen. Ne, da kannst du reinklicken und dann springt er direkt zu dem Track. Ne, das habe ich mir mal so gedacht als Service. Ich hatte, komm, zeige ich dir auch mal eben. Da gibt es auch ein Video zu der Thematik Playlisten. Hier, Deep Talk, Playlist, Tracks, ID posten oder nicht. Der sieht ein bisschen skeptisch. Da habe ich mal meine Gedanken zu geteilt. Kannst du dir mal angucken. Jedenfalls, oh ja gut, das sind die alten Sachen. Ich danke dir. Das höre ich total gerne, ey. Das ist, dafür macht man es auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, du bist ja auch immer, ich sag mal, Frau der ersten Stunde gewesen. Du warst ja von Anfang an dabei. Ne? Gibt ja wenige, die das sagen können. Wie der Dan Solo, der gibt's noch. Der hat mich auch letztens angeschrieben. Der war auch Mann der ersten Stunde. Ja, und ja, ist doch super. Hard Basement, 28.03.2014. Warst du da vor Ort oder was? Ja, ist ja geil.
Ja, mit der Trackliste, ich werde das jetzt beibehalten. Also was wir jetzt gleich machen werden, ich muss ein bisschen vorarbeiten. Im Grunde habe ich jetzt gerade ein bisschen Zeit und kann deswegen viel machen. Ich habe ein bisschen an meinem Nelson-Look gearbeitet, gibt neue Cover und neue Thumbnails und ihr habt da vielleicht auch schon entdeckt, jetzt wird regelmäßig so Snippets gepostet und so. Also da versuche ich einfach auch präsenter zu sein und habe neuen Content erstellt, der auch so ein bisschen zeitgemäß ist, weil der ganze Zeug von früher ist ja 15 Jahre alt. Ja, jedenfalls habe ich jetzt schon mal 2 Sets noch. Das eine gucken wir uns gleich an. Das werde ich am 31.07. raushauen und heute Nacht habe ich noch mal eins recorded und fertig gemacht. Das kommt am 31.08. Ich versuche jetzt jeden Monat einen Mix rauszuhauen. Ja, ich versuche nicht mehr, weil am Ende muss ja qualitativ sein und nicht. Du kannst ja auch jeden Tag mixen, aber am Ende ist es, macht's nicht besser, ne? Ist ja immer dasselbe dann auch. Ja, nee, wie gesagt, das gucken wir uns gleich mal an. Ja, auf jeden Fall. Ich hab bei mir ist ja alles anders. Das denkt zwar jeder von sich, ne? Hoppla, bin ich noch da, ja, ne? Das denkt zwar jeder von sich und jeder, aber bei mir ist halt nicht nur die Art, wie ich mixe, sondern ich habe auch technisch einfach mir ein Setup gebaut, was halt auch nicht jeder hat, ne? Das ist kein, ja, wie soll ich das sagen, kein Meisterwerk oder ist kein nichts hyper Besonderes, ne? Da gibt's ja ganz andere krasse Leute, so Leute, die live machen. Das ist schon fett. Aber ich habe mir ein kleines Setup gebaut, was du halt so nicht siehst, standardmäßig. Ich mache meine Effekte mit Ableton. Also ich schleife mein Audio aus dem Traktor, aus der Mix-Software raus, pack das in Ableton rein, also alle Spuren einzeln. Ableton ist dann mal so meine Effekte-Chain. Ja, und das geht dann wieder in den Mixer. Und so versuche ich eigentlich einen eigenen Sound auch zu kreieren, ne? Weil ich habe auch tatsächlich, wenn du, ich kann das irgendwann, zeige ich das mal nochmal. Ne? Ich habe auch den Grundsound verändert. Ne? Also jede Spur läuft bei mir durch eine Effekte-Chain. Ja, nicht nur so DJ-Effekte mäßig über einen MIDI-Controller abgefeuert werden, sondern der Grundsound wird dauerhaft verändert. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Punch und deswegen klingen die Tracks. Ich habe das am Anfang, habe ich das auch nicht als sinnvoll erachtet, eine Playlist rauszuhauen, weil die Tracks werden nicht so klingen, wie sie produziert sind, wenn du sie in mein Set hörst. Da ist ein bisschen mehr Punch hinter. Ich habe dadurch, dass ich auch die Tracks layere, moduliere ich mir auch so ein bisschen meinen Bass und meine Kick, ne? Dadurch, dass ich so ein bisschen nicht phasengleich, sondern ein bisschen phasenverschoben die Tracks anordne. Deswegen muss ich auch synken, weil sonst läuft der mir ja auch raus, ne? Aus dieser Phase. Moduliere ich mir so ein bisschen auch die Kick, dass die mehr reitet und so die Tracks auch zusammen, dass das im Grunde den Sound hat, wie ich das möchte, ne? Und da macht es eigentlich kaum Sinn zu sagen, hier ist die Playlist, weil wenn du den Track bei dir spielst, wird er sich nicht anhören, wie bei mir. Ja, wir starten da auch gleich mit. Wir können da gleich mit starten. Ich würde das so halten. Während des Sets mache ich mein Mikro aus. Dann schalte ich auch komplett auf die Kamera quasi zum Musik hören. Da hast du dann nur den VLC-Player, womit ich das Video abspiele. Da wird nicht gebrabbelt und nix. Kann man sich jetzt einmal angucken. Und dann freuen wir uns dann auf den 31.07. Ja, ist ein bisschen härter geworden vom Stil her. Ich habe da mal so ein Montec und Barber Special gemacht. Montec habe ich ja früher auch immer sehr gerne gemixt, weil der sehr, ja, der scheppert halt sehr, ne? Ja, das Set, was ich gestern gemixt habe, das gefällt mir eigentlich noch besser, weil das so richtig sumpfig, harttechno-schranzig ist. Gefällt mir richtig gut. Ist mit Abstand das beste Set, was ich, zumindest denke ich mir das jetzt. Vielleicht höre ich mir das jetzt 10-mal an und dann ist es nicht mehr ganz so geil, aber aktuell sage ich bestes Set bis jetzt. Auf Facebook geschrieben, kannst du mir mal dein Facebook-Name sagen? Konnte ich denn alle deine Fragen beantworten? Weil ich bin oft sehr kurz angebunden. Das tut mir auch total leid, dass ich manchmal auch Chats nicht sehe und so. Manchmal ist es halt doof so. Dann denke ich auch, dann will ich antworten, aber dann vergisst es, dann kommt das dazwischen und naja, wie das halt manchmal so ist. Darf man mir nicht übel nehmen, ne? Oh, ist lange her. Ich habe auch gerade mal geguckt, finde da auf jeden Fall gerade nichts. Ja, du, schreib mich gerne an und klar, jetzt bei den alten Sets, die ganz alten, da nochmal jetzt irgendwie Tracks rekonstruieren, das ist illusorisch, aber jetzt die neuen, da wird es jetzt immer eine Trackliste geben. Ich habe mir das nochmal angeguckt, wie ich das am besten extrahiere, wie ich das am besten bei YouTube reinpflege, weil das ja doch ein bisschen Arbeit ist, habe mir da jetzt einen Workflow überlegt, der jetzt nicht ganz so unangenehm ist. Von daher, das kann man so halten, das werde ich jetzt mit jedem Set machen. Ja, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir gerade mal, weil ich musste mir jetzt Twitch und so auch mal wieder alles wieder konfigurieren und einpflegen, wie ich auf Nelson Katzer gekommen bin. Ja, Nelson Katzer kann ich kurz erzählen. Am Ende ging es ja nur darum, gefunden zu werden.
Ne? Ich habe ja lange unter Metzetex Musik gemacht, aber nur für mich und habe dann 2008 oder 2009 entschieden, ey, ich pack mal meinen Scheiß ins Internet, guck mal, dass ich irgendwie, was weiß ich, mal ein bisschen auch ja, stattfinde im Internet. Und dann ist ja die erste Frage ist, was passiert, wenn jemand dein Set sieht und sucht dich, macht Google auf und gibt deinen Namen ein. Dann möchte ich doch, dass ich gefunden werde. Da möchte ich nicht einer von vielen sein, da möchte ich gefunden werden. Also habe ich ganz blöd einfach nur, ich habe gesagt, so DJ Bla möchte ich gar nicht heißen. Ich möchte einfach nur ja, ein Vorname-Nachname-Kombination haben. So ganz solide halt. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mir so lange jetzt einen Vorname-Nachname generieren über so einen Namensgenerator, bis ich den nicht im Internet finde. Ich habe dann immer generiert, habe das dann bei Google eingegeben und habe geguckt, gibt's den oder gibt's den nicht. Und Nelson Katzer war der erste Name, den es nicht gab. Es gibt keinen Nelson Katzer außer mich. Und das ist auch heute, glaube ich, noch so. Ja, wenn du Nelson Katzer bei Google eingibst, da findest du nur mich. Ja, das ist am Ende genau das, warum ich Nelson Katzer heiße. Einfach aus praktischen Gründen. Das ist irgendwie total stumpf, aber hat total funktioniert. Wie du mich kontaktieren kannst, schreib mich doch einfach nochmal bei Facebook an. Dann schreibe ich dir mal per N. Ja, richtig was los hier, du. Fein, fein, fein. Ja, Sets, also ich habe auf Soundcloud mittlerweile alles hochgeladen. Ne? Mittlerweile kannst du auf Soundcloud, ich guck mal gerade, haben wir mal hier Windows View. Ich habe aktuell in meinem Profil, warte mal, wenn ich hier bei Tracks gucke, ne? 120 Tracks hochgeladen, also Sets. Hier gibt's schon das neue Zeug. Ne? Also ist eine ganze Menge am Start. Ich habe mal geguckt, das sind so 6,8 Tage durchgängig Musik. Also 180 Stunden oder so an Musik. Yes, 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 yes. Ja, ich habe mal wie gesagt, das wollte ich gerade noch einmal raushauen. Ihr könnt, wenn ihr bei Twitch jetzt mit Ausrufezeichen und zum Beispiel Nelson eingebt, ich mache das mal, dann kommt hier ein Link, da findet ihr alle meine, ich mache mal gerade nochmal die View hier, alle meine Profile so, Soundcloud, YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Instagram. Das ist immer einfacher, wie alles einzeln posten oder da suchen oder so. Das habe ich mal eingerichtet, das ist ganz praktisch. So, das machen wir aus. Jetzt muss ich mal einmal gucken. Ich würde das Video, das gucken wir uns jetzt einfach über VLC-Player an und nicht über YouTube, weil ich glaube, qualitativ besser. Fertig. Was dann erprobtes Ende. Ja, das war's. Ende im Gelände. Stunde ist rum, ging schneller als erwartet. Ja, ich hatte ja, Bombe, ne? Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, ne? Bis bald, tschüss. Ich hatte ja ein Set, quasi die 10, tatsächlich auch live gestreamt und recorded. Das war nicht so cool, weil zum einen habe ich immer zum Chat geguckt und da ist mir dann auch in der Mitte ein Patzer passiert, weil du halt abgelenkt bist. Und dann habe ich so überlegt, so ja, was ist denn der Fokus, wenn du da live mixt? Eigentlich willst du ja ein Set bauen, was cool ist. Dann kannst du ja gar nicht auf den Chat gucken. Und wenn du chattest, dann kannst du dich nicht auf die Musik konzentrieren. Ne? Ja, Conclusio ist, also ich werde das Set mixen, zumindest wenn ich die Mix-Session, also sprich, ja, die habe ich ja leider nicht. Ne? Wie man ja sieht, bin ich ja eigentlich pausenlos zugange. Ne? Ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Lied in Gänze einfach nur durchlaufen lasse, dann einen kurzen Übergang mache und dann das nächste Lied laufen lasse, sondern ist ja schon immer ein bisschen Dampf dabei. Nee, aber dann Conclusio ist, ich werde vielleicht mal live mixen, aber nicht um eine Mix-Session quasi, also sprich so ein Podcast-Set rauszuhauen, sondern einfach nur so, just for fun. Ja, genau. Und das will ich halt auch nicht, ne, dass du dann die ganze Zeit dabei quatscht oder so. Ne. Deswegen mache ich einfach jetzt, ich mache das ganz einfach. Ich werde wie gewohnt einfach meine Mixe auf Video klippen, damit die auch auf YouTube hochkommen. Dann wird es hier eine kleine Watchparty geben, kann man sich das anhören. So ganz geht das nicht zusammen, deswegen wird das alles getrennt gehalten, so ist die Idee. Und da ich ja sowieso, nee, das finde ich auch, weiß ich nicht. Na, ich bin da sehr speziell und eigen. So ein Mix ist für mich ja auch immer wie eine Geschichte, die ich erzähle. Ne? Ja, eigentlich will ich eine Geschichte erzählen. Ich mache das nicht aus Langeweile oder so, sondern ich versuche da was zu produzieren, was man sich gut anhören kann. Ne? Kein Zeitvertreib. Klingt irgendwie komisch, aber ist so. Für Zeitvertreib habe ich ganz viele andere Geschichten, ne? Unter anderem eine Familie auch. Ne? Ich habe einige Gig-Anfragen tatsächlich, aber jedes Mal kommt da Arbeit dazwischen. Ne?
So, ich hätte jetzt, da war was in Schwerte, irgendwie so ein Geburtstagsgig. Am 8.8. kann ich nicht. Dann war ja im Juni diese Geschichte in Budapest. Ging auch nicht. Dann hatte ich im MS Connex eine Anfrage vom General Rush auf der Hart in den Herbst am 2.10., glaube ich, im MS Connex in Monheim, in Mannheim. Da bin ich aber leider auch einen ganzen Monat in Japan arbeiten. Deswegen habe ich auch gesagt, fange ich an zu streamen, einfach um, keine Ahnung, wenn ich schon nicht live spielen kann, weil es arbeitstechnisch nicht so gut zusammengeht, dann kannst du auch vielleicht ein bisschen streamen oder so, irgendwie so einen Quatsch machen. Das war so der Gedanke. Ja, ich habe mir dieses Add-on, dieses Effekttricks nochmal angeguckt. Glaube nicht, dass ich das zum Mixen benutze. Klingt irgendwie draufgesetzt und die Effekte sind nicht so geil. Zum Produzieren ist das ganz cool, so, ne, für Ableton. Deswegen habe ich das mal verworfen. Was ich aber gemacht habe, das hast du vielleicht auch jetzt mitbekommen in dem aktuellen Set. Ich habe mir über so einen KI-Generator, weil ich versuche ja diesen Begriff Hypersonic Hardtechno ein bisschen zu prägen, weil ich so schon glaube, dass man meine Musik so bezeichnen kann, meine Sets, dass das so Hypersonic-mäßig ist. Da habe ich mir so 2, 3 kleine Sprachschnipsel anfertigen lassen über KI. Das ist Hypersonic Hardtechno, you fuckers. Das werde ich ab und an mal in das Set einbinden. Das heißt, ich habe mir jetzt über Traktor auf Deck 4 ein Sample-Deck gemacht und da werde ich ab und an mal Samples abfeuern, einfach um dem Ganzen noch mal mehr, noch eine eigene Note zu geben. Ja, da hatte ich auch Angst, dass das irgendwie komisch klingt, aber ich glaube, das klingt gar nicht so schlecht. Das kennt man so von diesen Radiosets, die dann einfach von dem Radio sind, dann nochmal hier das habe ich auch schon mal hier und da so ein Radio-Gig gespielt und dann kriegst du ja auch hier, weiß ich nicht, so Samples, die da reinfeuern muss. Ja, klar, ne, alles, was mir nicht gefällt, würde ich auch niemals machen. Deswegen bin ich auch so eigen, was meine Sets angeht und die Track-Auswahl und so. Deswegen habe ich nie Trackwünsche realisiert, weil es halt eben nicht Nelson ist, ne? Und wenn da Nelson draufsteht, muss da Nelson drin sein. Ich sehe mich ja nicht als Disc-Jockey, als DJ, als Jukebox, als Dienstleister in dem Falle. Deswegen präge ich ja auch diesen Begriff hier Digital Mixing Artist, ne? Ich sehe mich ja mehr als jemanden, der Mixe künstlerisch designt. Ich meine, klar, live auflegen, das habe ich auch viel gemacht, war ja viel unterwegs und es hat auch immer Spaß gemacht. Aber jetzt so vor allen Dingen auch nach all den Jahren und nach dem ganzen älter werden und was will man überhaupt, finde ich für mich in meiner Situation viel wichtiger, statt in einem Club zu stehen und irgendwie die Jukebox zu sein, finde ich es viel besser, was zu kreieren, was so zeitlos ist. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Also ja, bei einer Booking-Agentur war ich nicht. Ich war so im Dunstkreis von Jason Little halt, ne? Da war ich mit dem unterwegs. Dem habe ich auch viel zu verdanken, ne? Der hat mich ganz damals mal angeschrieben, weil er halt meine Sachen geil fand und ja, dem habe ich dann hier und da einen Gig gespielt. Ich war immer auf seinem Geburtstag irgendwie im U60 und wie hieß denn der Laden? MTW, glaube ich, in Offenbach, ne? Ja. Nee, tatsächlich, das ist das Witzige, ne? Ich war nie aktiv. Ich habe nie versucht, irgendwie an Gigs zu kommen. Ich habe nie Leute angeschrieben oder habe mich irgendwo einschreiben lassen. Wenn da was zustande gekommen ist, immer weil mich die Leute angeschrieben haben. Ne? Ja, Sven Wittekind ist auch ein Urgestein. Ne? Ja, Jason Little ne, ist ja, also was den harten Hardtechno und so angeht, so aus meiner Sicht einer der Federführenden hier in Deutschland gewesen. Der war, ich sag mal, ist auch Urvater aus Schranz wird Hardtechno und es wird schneller und es wird kratziger und es wird alles noch wilder. Ich kann mich doch an ist das so geil. Der war halt auch dafür bekannt, dass er immer richtig einen rausgehauen hat. Da gibt's auch noch, glaube ich, als Video, wie er auf dem USB-Camp die PA abraucht. Oder glaube ich, der Monitor fängt an zu qualmen. Also der Monitorlautsprecher, ne, die Abhöre. Ja, geiler Dude, Alter. Super sympathischer Kerl. Und wie gesagt, der ist auch so nicht ganz klein unbeteiligt daran, dass Nelson Katzer auch relativ gut unterwegs war, ne? Ja, ich fahre ja gar nicht mehr feiern, ne? Also schon ewig nicht mehr. Ich fahre halt immer arbeiten. Also Techno-Festival habe ich noch nie gebaut. Ich mache jedes Jahr Rock am Ring. Ne? Seit 2 Jahren auch die Hauptbühne. Vorher habe ich immer die Orbit Stage gemacht. Seit 2 Jahren mache ich die große Bühne. Und so Rock- und Metal-Festival-Geschichten. Und ich fahre halt auch auf Tour. War mit den Broilers auf Tour oder unterwegs 2, 3 Jahre. Jetzt mit Powerwolf auf Europatour. Das ist so eine Metal-Band. Da waren wir in den ganzen norwegischen Ländern. Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, diese Geschichte. Mit Dieter Bohlen bin ich schon 3 Jahre jetzt schon unterwegs. Also wird jetzt nächstes Jahr die 3. Tour werden mit dem Dieter. Nee, aber so auf dem Techno-Festival würde ich auch gerne mal so eine Nature One bauen. Ist auch ganz schick. Ich kenne auf jeden Fall Leute. Ich kenne die Butze, die den Century Circus baut.
Digi, ich habe den Acid Wars Smiley auf der Wade tätowiert. Ich bin ja Haverkamp-Kind, ich war früher immer am Haverkamp. Seit des Fusion war ja erst 2000 nicht, 1998 am Haverkamp. Vorher war das der Cosmic Club. Der ist ja dann runter zum Hafen und dann ist daraus das Fusion geworden. Und ja, ich war jeden Freitag in Münster im Fusion und ich war auf jeder Acid Wars. Ich hatte jeden Acid Wars Flyer mir in groß nochmal ausgedruckt an der Wand gehangen. Deswegen, ich habe mir auch 98 oder 99, ja 99 war es glaube ich, den Acid Wars Smiley aufs Tanzbein tätowieren lassen. Ja, gab aber noch eine geilere Partyreihe im Fusion. Das war die Tanz der Teufel. Die war noch mal geiler mit Dionysus, Alter, richtig fett. Aber Acid Wars kultig, absolut kultig. Ja. Nee, du, das sowieso mit Schranz nichts zu tun. Ne? Guck mal, ich bin Baujahr 80, kenn Schranz, ich habe in den 90er die Szene mitgeprägt quasi und war mit am Start. Wir haben das Shuffeln etabliert und heutzutage sagt jeder, es ist Schranz, dabei ist es Hardtechno. Und Hardtechno, das, was man teilweise als Hardtechno findet, ist ganz komische Musik. Aber ich bleib dabei, das, was ich mache, ist Hardtechno. Das ist nicht Schranz. Allein schon, du sagst, du mixt Vinyl. Das heißt, du wirst das ja sehr gut auch beurteilen können. Allein schon die Art und Weise, wie man Hardtechno mischt, ist ganz anders wie Schranz. Schranz ist ja relativ morphend und monoton. Das kommt ja dem Arrangement wie Trance nah, sag ich mal so. Ne? Das ist monoton, das ist morphend und nicht so mit harten Cuts. Beim Hardtechno hast du harte Cuts. Das Hardtechno ist ja Schranz-Sound in schnell arrangiert wie Hacke. So kann man das am besten beschreiben. Das ist diese reitenden, treibenden Bässe und nicht dieses Bouncige wie beim Gabba. Das ist aber schneller als Schranz. Aber vom Arrangement her hast du diese harten Cuts, diese harten Breaks, die du vom Hacke kennst. Und das hast du beim Schranz nicht. Ja, Chris Liebing, da habe ich ja noch, das ist auch witzig, da gibt's ja diese Doku Aufschwung Ost über das Stammheim. War ich früher auch 2-3 Mal. Da erzählt er das, wie der Begriff Schranz herkommt. Ne? Kann man sich auch mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das streamen kann. Ich habe die noch hier. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die Doku? Genau, Schranzen, das Schranz. Das hat sein Kollege eigentlich. Ich habe die Doku noch. Irgendwo auf meinen HDDs. Ja, dann gucken wir die noch mal. Irgendwann gucken wir die. Geht eine halbe Stunde, glaube ich, 3/4 Stunde. Wobei, die findest du bestimmt auch auf YouTube. Bin ich mir eigentlich sicher. Zeitgeist Stammheim. Komplette Doku in HD. Geht sogar eine Stunde. Ich verlinke dir die mal. Die musst du dir angucken. Das ist ziemlich geil. Das ist die Doku. Da erzählt er auch, wie der Begriff Schranz entstanden ist. DJ Rush kommt da auch dann vor. Das ist halt geil, weil das war halt auch genau, die beschreiben halt genau das, was damals das Feiern noch ausgemacht hat. Die Szene und so, ne? Ja, musst du dir mal reinziehen, die Doku. Die ist ganz geil auf jeden Fall. Es beleuchtet aber auch so ein bisschen alles. Du hattest ja, und das war beim Aufschwung Ost, beim Stammheim ja ganz besonders, du hattest das Flyer-Design, war von einem Künstler, von Hotze. Das war übelst abgedreht. Da geht's auch ein bisschen drum. Ist auch geil, mal den Hintergrund zu erkennen. Oder was heißt zu erkennen, mal erzählt zu kriegen. Mal googeln, Techno Rush. Ach, das ist eine Doku auch. RTL Plus. Aha. Muss ich mir mal geben. Also ich war ja damals schon, ich fand ja schon, die Techno-Szene war schon zu Mainstream. Ich habe auch die Love Parade boykottiert. Ich habe gesagt, das ist mir zu mainstreamig. Ich war immer richtig Underground, ne? Bunker, dunkel, man sieht nix, ab und an mal ein Strobo, ein bisschen Nebel. Und klar, ich war auf Mayday und auf Nature One. Lag aber auch daran, weil du auf der Mayday mit Halle 3 war halt irgendwie ein Familientreffen. Und die Nature im Century Circus, da hattest du wirklich, das war fett. Ja, Tresor war ich nie, leider. Das war einer der legendären Clubs, die ich wirklich nicht kennenlernen durfte. Aber Bing, Palazzo, dann klar, Kassel, Stammheim. Ich habe sogar im U60 spielen dürfen in Frankfurt. Ist ja auch so ein legendäres Ding. Nee, Tresor habe ich leider verpasst. Aber ich habe auch, wie gesagt, bin dann auch nie zur Love Parade hin, weil ich gesagt habe, das ist mir zu Mainstream. Das wollte ich nicht. Das ist ja wie ein Schützenfest, wo man elektronische Musik spielt. Deswegen bin ich auch nicht so cool damit, dass der Hardtechno mittlerweile oder der Schranz ist Back-Style so durch die Öffentlichkeit getrieben wird. Ja, ich habe also auf der vorletzten Party, wo das Closing war, also die vorletzte Party vom Closing, habe ich tatsächlich noch im U60 gespielt selber auf dem Mains Floor. Und da war Instigator konnte nicht, also es war vom Line-Up her war Pet Duo, Instigator und dann ich. Und ja, Instigator konnte nicht. Das heißt, ich habe von Instigator noch die Playtime bekommen. Das ging 3,5 Stunden, habe ich direkt nach Pet Duo, habe ich irgendwie
3,5 Stunden das U60 zerlegt. Gibt's auch als Video auf YouTube. Das war legendär. Das war so krass. Ja, die Stimmung war so krass. Und die Leute waren völlig aus dem Häuschen. Die haben gesagt, Alter, was war das denn? Sowas Krasses haben wir ja ewig hier nicht gehabt. Aber war auch eine Jason Little Geburtstagsparty. Da hat Sandy Wares auch gespielt und so. War vom Line-Up her war das wie immer erstklassig, ne? Keine Frage. Und ich dazwischen, Alter, der Pimmel vom Dorf. War schon geil. Ja, Instigator, schade, ey. Habe ich mich drauf gefreut. Es gibt ja kaum Produzenten, wo ich mehr Tracks von spiele, wo ich mehr Tracks von hab. Es gibt noch Whittaker. Ja, Whittaker durfte ich auch kennenlernen, auch auf dem Ground Zero, ne? Das ist auch vom Stil her genau mein Ding. Muss ich ja sowieso sagen, ne? Also als DJ ich darf das ja sagen, weil ich ja selber das Handwerk so ein bisschen im Handwerk unterwegs bin und erfahren bin. Ich finde es so ungerechtfertigt, wie du gefeiert wirst. Diese ganzen Producer, das merke ich jedes Mal, wenn ich hier mixe, denke ich mir nicht, boah, mach ich das geil, sondern ich denke mir, boah, haben die geile Tracks gebaut. Und ich bin dankbar darum, dass es so Leute gibt, die so geile Tracks bauen und dass ich sie spielen darf. So, dieser ganze Anerkennung, dieser ganze Fame in dieser Branche geht völlig an die falschen Leute. Das geht völlig an die falschen Leute. Es ist ein Instigator zu danken, es ist einem Whittaker zu danken, dass meine Sets so geil sind. Das hab ich doch nicht. Wenn die diese Tracks nicht bauen würden, so, weißt du, was ich meine? Von daher, ich bin nur ein dankbarer Nutzer von den geilen Sachen, die irgendwer Geiles gebaut hat. So sehe ich das. Und so demütig da muss man auch sein. Und ich finde es immer geil, wenn du dann die DJs siehst, die ganze aktuelle Riege. Du schreibst das ja schon, dass sich verändert hat. Die stehen dann da, spielen den Track ab, dann kommt da der Break, dann hast du da meistens Vocals mit drin und dann singen sie die mit, die Vocals und Alter, nee, wo ist die Szene irgendwann mal falsch abgebogen, dass sie da gelandet ist? Das ist ja furchtbar. Und leider machen ein paar coole Leute, da mit. Gibt da so einen Dude, war früher mit uns, was heißt mit uns, der war auch immer vor Ort, den kenne ich vom Feiern, ist aber lange her. Ist einer der bekanntesten Producer mittlerweile in Deutschland, ist nach wie vor ein ultra sympathischer Kerl. Ich weiß nicht, ob der mich noch kennt von früher, aber ich kenne ihn halt noch von früher, also vom Feiern noch. Und der zieht da halt auch so ein bisschen mit jetzt. Aber klar, das ist der verdient damit sein Geld, der muss er machen. Ich muss das ja nicht. Ich würde auch jetzt, das habe ich auch gesagt, hier die mich angefragt haben, die fragen dann, wie sieht das mit Gage aus? Ich sag, Alter, komm umsonst. Ich habe einfach Bock zu zocken, scheiß aufs Geld. Was natürlich nicht geht, ist, dass ich umsonst zocke und dafür dann einen Job nicht machen kann. Wenn es jetzt nur ein Tag ist eine Sache, aber wenn manchmal kriegst du ja ein Jobangebot, was weiß ich, war ich jetzt vor kurzem in Frankreich, dann bist du da 10 Tage in Frankreich oder jetzt die Nummer in Japan. Ich würde ja einen Monat Japan nicht annehmen, nur weil ich irgendwo in dem Zeitraum dazwischen einen Gig hätte. Ja, da habe ich gar nichts von gehört, warum der Wittekind keine Gigs macht. Da bin ich raus, was die Infos angeht. Aber ich denke mal, es wird alles dasselbe sein, ne? Das, was die alten Hasen so sagen. Aber ich bin auch eigentlich, habe ich ja meinen Frieden damit, weil ich merke es ja an meinen Kindern auch, das Rad dreht sich immer. Was haben wir als Bengels uns gedacht, was unsere Eltern komisch sind und so wie die sind und was die sagen, das würden wir niemals machen, weil wir sind die Coolen und ne? Und am Ende bin ich genauso. Nur halt mit anderen Themen. Das Rad dreht sich, ne? Naja, aber wenn die Szene das so will und offensichtlich ist die Szene ja auch gerade bekannter oder größer denn je. Geiler würde ich nicht sagen. Wittekind macht Twitch? Ja, witzig, das wusste ich gar nicht. Da muss ich mal direkt folgen hier. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich auf Twitch noch gar nicht nach Hardtechno-Geschichten geguckt habe. Für mich ist das immer eine Gaming-Plattform gewesen. Sven Wittekind, tatsächlich. Direkt mal folgen. Geil. Aha. Videos hat er leider nicht. Clips hat er nur ein paar. Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich zock ja auch. Bin ja auch Gamer. Immer schon. Ich habe auch früher Twitch gemacht, deswegen habe ich ja alles noch gehabt und habe einfach entschieden, komm, mach's einfach jetzt musikmäßig Content. Deswegen bin ich auch schon Affiliate gewesen und ich habe auch eben gerade gesehen, ich habe sogar noch ein bisschen Guthaben, irgendwie 60 € oder so. Die halte ich hier noch jahrelang rumliegen. Ich habe auch ein paar Umsätze habe ich gemacht, tatsächlich mit Twitch damals. Nichts Wildes, aber ja, cool, ey, so ist das. Aber wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn die Szene meint, dass das cool so ist, wenn die Leute meinen, dass es cool so ist, du,
Ich hätte ja gern den Kanal Nelson Katzer genannt, ne? Aber den hat er mir nicht freigegeben, den Namen. Ich weiß nicht warum. Und da habe ich mir einfach gesagt, okay, du willst eh den Begriff Hypersonic Hard Techno prägen, dann nennst du den Account einfach Hypersonic Hard Techno. Aber Nelson Katzer wollte er nicht. Hieß ja Metzetex, das war mein Gaming-Tech. Und ganz früher habe ich unter Metzetex Musik gemacht. Also das war noch so 96, 97, 98, 99, 2000 bis, ich glaube, 2009 habe ich Nelson Katzer aus dem Boden gestampft. Ich weiß nicht, warum Nelson Katzer nicht ging. Keine Ahnung. Ich hatte, wie gesagt, Metzetex und dann habe ich gesagt, umbenennen. Hat er gesagt, geht nicht. Da war die Fläche für Speichern war ausgegraut. Und dann habe ich einen anderen Namen genommen, also Hypersonic Hard Techno. Das hat er genommen. Keine Ahnung. Ja, und jetzt, wie gesagt, habe ich gerade mal so ein bisschen Zeit. Deswegen bin ich auch gerade dabei zu hasseln. Ich baue Content ohne Ende. Ich habe hier meine ganzen Looks auch geändert, weil das ist ja alles schon alt, was ich an Material hatte. Das Logo, das Design, sag ich mal so, diese Geschichten. Das habe ich jetzt mal alles ein bisschen frischer gemacht. Cover, ID-Tech-Covers und so. Ja, jetzt habe ich ein paar Sets schon, also 2 Sets quasi aufgenommen, die noch in der Schedule sind. Also die werden irgendwann live gestellt. Dann habe ich dazu die Snippets schon gebaut. Ja, der ist geblieben, den ändere ich auch nicht. Da gibt's ja eine Historie, da habe ich sogar ein Video mal zugebaut. Da gibt's ja eine Historie, wo haben wir's? Muss ich bei TechWorks gucken, ne? Nelson Katzer, TechWorks, Logo. Da gibt's ein Bild, da siehst du alle Iterationen. Promo-Video. Guck mal, ob ich das finde. Zeig ich dir das mal. Alles fing an mit, jetzt muss ich mir was überlegen. Dann habe ich so einen ganz billigen Totenkopf aus dem Internet gezogen, der so witzig aussah. Und den habe ich dann noch einen Kopfhörer aufgesetzt und Logo Animation, Warten, Webpage, Logo More. Ah, da ist 5 Years of Nelson Katz. Naja, jedenfalls, ja, ist dann daraus, ich habe immer schon so mit 3D-Sachen auch rumgebastelt. Ich wollte mal mit meinem Bruder, ist ja Programmierer, und wir wollten mal ein Spiel bauen. Da habe ich mir diese ganze 3D-Grafik-Geschichte angeeignet. Das war auch um 2000 rum. Das ist schon lange her. Habe ich dann mit Maya und mit Cinema 4D nicht, sondern mit 3D Studio Max ein bisschen mit 3D-Grafiken gebastelt. Und dann habe ich mir gesagt, da kannst du ja ein Logo in 3D bauen, ne? Und so ist das zustande gekommen. Ja, ich wollte halt irgendwas Eigenes haben. Ich wollte nicht irgendwas bei Google gedownloadet haben und benutzt haben, weil ich hatte ja schon vor, dass ich damit groß in die Welt gehe, und ich wollte ja nicht, dass ich irgendwie Regressansprüche zu erwarten habe. Guck mal hier zum Beispiel. Das war die erste Iteration von meinem Logo. Ich zeige dir das mal. Das war die erste Idee von meinem Logo. Das ist auch selber gebaut. Da habe ich die Form gemacht, habe dann einfach Löcher reingestanzt, habe gesagt, hier Tiefe mit Photoshop. Das war noch Hardtech for Life. Das war ganz früher die Jerby's Radio Germany, die Anfänge. Ey. So, ich habe ja sowieso ganz viel Design auch gemacht, ne? Das war dann schon die zweite Iteration in 3D. Abrissgewerbe. Hier ist die besagte Party. Du, Sandy Wares, Instigator, SML, Nelson Katzer, Jason Little. Auf dem Mainfloor. 2012. Instigator konnte nicht. Habe ich von profitiert. Logo schwarz. Fonts, Flyer. Da hatte ich noch kein Logo, da habe ich schon Flyer gebaut. Da wollte ich das mal so als Design noch, aber das ist schon das neue Logo. In 3D. Ach, da habe ich so ein paar Sachen gebaut hier. Brennend. Ah, hier siehst du aber wunderbar die einzelnen Schritte. Das war so eins der ersten. Comic-Promo-Material. Ja, ich finde den Totenkopf halt ziemlich cool, weil du, wie du schon sagst, der passt so ein bisschen. Guck mal hier, auch ganz witzig mit der Flamme. On fire, Alter. Der passt so ein bisschen. Und der ist halt selbst gemacht. Da habe ich keine Gefahr, laufe ich da irgendwie mal Ärger zu kriegen wegen Markenrecht oder so. Naja, und dann habe ich zuletzt, das ist die letzte Iteration eigentlich, die benutze ich nur ab und an, habe ich ja hier, ich kann dir das mal, komm, ich zeige dir das mal, wir machen das jetzt mal. Das ist eine ganz einfache Geschichte, sieht ziemlich cool aus in diesem Comic-Look, aber es ist auch derselbe Kopf in 3D. Da habe ich einfach nur die Textur komplett schwarz und habe gesagt, Außenkanten sollen leuchten, also sollen weiß sein. Und dann hat das diesen Cell-Shading-Look. Komm, ich zeige dir das mal. Mach mal die Lichtquelle weg, sieht man das besser. Das ist der Kopf. Ja, so. Ich habe dann halt irgendwann hier mal so eine metallische Oberfläche draufgelegt, so, ne, dass das hier so ein bisschen, hier so ein bisschen nach Metall glänzt. Das siehst ja auch, dass der so ein bisschen glänzt und sich spiegelt. Ne? So. Ich habe aber auch, wenn ich mal beim Material gucke, Fenster, Materialmanager,
Hier, das ist noch die Textur. Ach so, warte mal, das ist auch falsch hier. Das ist die Textur und da habe ich dann einfach den Comic-Kollegen rausgebaut. Ja, das jetzt zu bauen, also du siehst das hier, ne? Ich lade den mal. Logo, da siehst du den jetzt. Da ist er komplett, ne? Der Kopf, die Texturen, das ist alles in schwarz, ne? Das ist diese Textur, Black and White. Und dadurch, dass er einfach dass ich dem Material hier, dass es leuchten und reflektieren soll, und zwar in weiß. Aber auch nur am Rand, ne? So, und der Rest ist komplett schwarz, ohne Reflexion, ohne Textur. Und das macht halt diesen Cell-Shading-Look. Das finde ich ist auch ziemlich grimmig und geil. Und das war so die letzte Ausbaustufe von meinem Logo. Ja, und das finde ich, sieht da einfach am geil, am brutalsten aus, ne? Noch geiler finde ich eigentlich als der aus Metall, ne? Nee, also ich glaube, ich würde an dem Flyer jetzt oder an dem Kollegen einfach nichts mehr ändern. Ich hatte mir überlegt, so ein bisschen hier noch was zu machen und so, aber vielleicht ein bisschen mehr Detail reinbringen. Keine Ahnung, aber eigentlich bin ich total zufrieden damit. Ja. Ja, wie gesagt, wegen so mit Terminkalender, das geht nicht. Wenn ich jetzt irgendwo, ich sag mal, einen normalen Job hätte, der immer feste Zeiten hat, dann könnte man sagen, okay, Wochenende oder irgendwas, aber habe ich ja nicht. Ich arbeite tendenziell, ich kann tendenziell zu jedem Zeitpunkt arbeiten. Das ist das Doofe an der Veranstaltungstechnik. Du kannst quasi von 0 bis 0, von Montag bis Montag arbeiten. Gibt nicht dieses, so wie damals, diese so ganz entspannt, wie ich das bei der Stadt hatte. Da war dann Freitag 12 Uhr, war Wochenende. Und dann hattest du von Freitag 12 Uhr bis theoretisch Montag 8 Uhr, hattest du Wochenende. Immer, fix. Das heißt, du streamst auch. Guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich würde jetzt einfach mal, geh mal auf Folgen. Gucke ich mir mal dein Profil an, du. Das ist ja verrückt. Aha, guck mal. Da werde ich mal ein bisschen dein Content hier mir mal angucken. Und ja, gibt's auch hier mal, habe ich gerade leider schon unterwegs, aber das nächste Prime Sub, das gehört auf jeden Fall dir. Ja, Vinyl ist zwar irgendwie cool, wenn man es macht. Es fühlt sich immer gut an. Aber ich habe da schon relativ früh in meiner Karriere gesagt, ich möchte das digitale Mixen betreiben. Ich habe schon 2002, glaube ich, das erste Mal digital gemixt mit Mix Vibes, hieß das, glaube ich. Mix Vibes, das Programm. Ja, ich habe halt die Möglichkeiten erkannt, die das digitale Mixen hat. Einmal, um sich selbst zu realisieren, also seine Gedanken zu realisieren, weil das, wie ich das mache, es ist auch schon, wenn ich digital jetzt mixen würde ohne Sync-Knopf, würde das, wie ich das mache, nicht gehen. Ich habe so ein Setup und so eine klare Vorstellung und Struktur in meinen Mixen, dass ich muss synken, sonst funktioniert. Ich habe so zwei Punkte, die einfach besonders sind. Oder nicht besonders, sondern da easy to learn, hard to master. Das sehe ich genauso. Ne? Also das ist, ich meine, ich fühle mich nicht, ich finde, das ist immer so ein bisschen eine Sache, wie man selbst dastehen möchte. Also ich fühle mich nicht so, ich würde mich nicht so fühlen, dass mir jemand die Lorbeeren wegnimmt mit weniger Arbeit oder mit einfacherer Arbeit, weil ich finde, Auflegen ist mehr als eine technische Komponente. Und die Technik ist eigentlich nicht so schwer. Du brauchst ein bisschen Beatgefühl und dann Erfahrung. Und ein bisschen, du brauchst halt ein paar Meter auf der Uhr und dann ist das mit dem Beat-Meshen und mit Vinyl und so, ist das alles beherrschbar. Viel komplizierter ist es ja, die künstlerische Komponente auszubauen. Und das ist da, wo viele vielleicht auch aufhören mit ihrer Leidenschaft. Dass sie eben nicht so konzeptionell unterwegs sind. Die spielen dann einfach die Banger, einen Banger nach dem anderen, aber ich hatte das in einem Video schon mal erklärt, wie ich das sehe. So, du hast die handwerkliche Komponente, das stimmt halt eben nicht. Du hast eben nicht viel mehr zu tun. Du hast nur anders zu tun. Du hast viel mehr zu tun wie Leute, die das Mischen nicht ernst nehmen. Aber ich bin ja auch dauerhaft am Gestalten. Und das, was ich tue, schlägt sich deutlich mehr in dem individuellen Fingerabdruck nieder, wie das, was ein Vinyl-DJ macht. Weil du hast einfach so limitierte Möglichkeiten als Vinyl-DJ, dass du dem Ganzen gar nicht so einen komplizierten und komplexen Fingerabdruck geben kannst. Die Platte klingt, wie sie klingt. Die klingt immer gleich. Der Übergang ist immer, wie soll ich das sagen, folgt zumindest dem Phrasenraster, weil du nicht loopen kannst. So, dann hast du keine Q-Punkte, das heißt, du kannst gar nicht springen. Das heißt, du bist
viel limitierter in deiner Gestaltung. Und dazu kommt noch, und das ist bei mir jetzt der Fall, was ich ja schon nicht will, ist, ich möchte diesen Pioneer-Sound nicht haben, diese Pioneer-Effekte. Deswegen benutze ich Ableton als VST-Host, als Effekte-Host und habe in Ableton alles. Und in Ableton wird der komplette Klang grundverwurstet und dann gibt's dann halt nochmal die Effekte-Chain. Und so habe ich dann eine Komponente, die ist individuell. Das wird sich auch vielleicht sogar noch sehr umständlich, aber auch mit Vinyl umsetzen lassen. Aber dann benutze ich halt also du kannst ja, das macht ja mittlerweile auch jeder, aber ich habe das halt auch damals schon gemacht, Tracks layern, ne? So. Und das geht ja mit Vinyl auch, ist halt deutlich schwieriger, ne? Es ist deutlich schwieriger mit Vinyl, weil du halt niemals 100% exakt die Platten gleich schnell laufen hast. Du musst immer ein bisschen angleichen, ne? Du kommst zwar sehr nah dran, so wenn du es richtig gut triffst, kannst du auch eine ganze Platte durchlaufen lassen und du hörst, dass die sich vielleicht nur, was weiß ich, um 1 Millisekunde oder 2 Millisekunden in der Phase verschiebt. Aber was ich mir zu eigen gemacht habe, ist, und da kommt so ein bisschen, ich bin ja Tontechniker, ich habe ja damals Tontechnik gelernt, da kommt so ein bisschen mein Engagement im Bereich Tontechnik auch zum Tragen. Das ist bei Vinyl, geht ja bei Vinyl nicht anders. Das ist ja nicht schlimm, das ist halt Vinyl, ne? Vinyl, die Sache ist halt ich möchte es einfach, so, du hast 10 Platten und wie viel kannst du aus diesen 10 Platten machen? So, wenn ich jetzt das Digitale nehme, in voller Konsequenz. Ich loope, ich habe Cue-Punkte, ich synke, ich habe noch ein Effekte-Setup, was individuelles. Ich benutze Tools, die den Sound verändern. Da habe ich eine schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten, einen Mix zu gestalten. Und es ist so schade, dass die Leute, also 99% aller DJs, die mixen, die nutzen das ja nicht. Und deswegen klingt ja meins auch so speziell, weil ich es nutze. Ich mache nicht nur diesen handwerklichen Teil, sondern ich setze mich wirklich mit den Tracks auseinander. Wie ist der Track aufgebaut? Wo kommt was rein? Was passt wozu? Welche Basslines passen gut übereinander? Wenn du sie zusammen kombinierst, dass sie einen ganz eigenen individuellen Klang generieren. Das ist wie mit einem Gewürz, mit einem Koch so. Ne? Der Koch hat Salz, der hat Pfeffer, der hat Koriander, der hat all seine Gewürze. Und je nachdem, wie du die Gewürze zusammentust, ist das Ergebnis anders. Und damit muss man sich halt einmal auseinandersetzen. Das ist halt Arbeit. Das ist künstlerisch aber auch oder kreativ, sag ich mal so, sich wirklich damit auseinandersetzen. Und dann sitzt du da und guckst, was passt aufeinander. Ne? Dann verschiebst du die Phase leicht und dann wird aus diesem bouncy Bass auf einmal ein total geiler, treibender Bass, der voll dumpf ist, weil du hast ja Schallwellen interferieren oder jede Welle interferiert ja miteinander. Konstruktive und destruktive Interferenzen. Und wenn du jetzt das Wellenbild von einem Track hast oder einem Bassschlag, das ist ja auch ganz individuell. Und wenn du jetzt 2 Lieder nimmst, die du übereinander legst und du fährst quasi mit dem einen Lied ein bisschen mit der Phase entlang, generierst du aus 2 Liedern, aus 2 Bassschlägen 5, 6, 7 verschiedene Tonfarben auf einmal. Und so baust du dir dann ja deine Bassline, wie sie dir passt. Ne? Und so kannst du dann auf einmal einen Mix über 2 Stunden so geil homogen einfach laufen lassen. So, du wirst niemals 20 Tracks finden, die vom Bass ähnlich sind, dass sie so leicht morphen, sag ich mal so, vom Set jetzt her, dass das so leicht, dass es immer so ähnlich ist, dass du nicht diese harten Cuts hast, wo du sagst, oh, das passt jetzt aber nicht, das nimmt mir jetzt Tempo raus oder irgendwas. Das kannst du dir aber modellieren. Das kannst du dir modellieren, wenn du so ein bisschen mit dem Layering arbeitest und mit dem Synken und mit dem nicht ganz phasengleichen und so. Das ist halt alles Arbeit. Du musst dich damit kreativ auseinandersetzen. Diese Möglichkeiten hast du leider nur, was heißt leider nur, die hast du nur beim digitalen Mixen unter Berücksichtigung aller Tools und das macht kaum einer. Das macht kaum einer. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel Nelson klingt, wie er klingt. So, deswegen klingen meine Sets so, wie sie klingen, weil ich halt eben eine Vorstellung habe, wie ich klingen möchte und die setze ich um. Und die setze ich nicht nur um, indem ich auf Beatport sage, die Platte gefällt mir, ne? Sondern die setze ich um, weil ich aus den Einzelteilen, die ich habe, am Ende eine richtig geile Suppe mache. So, ich nehme das, ich füge das hinzu, ne, ziehe mir den lang und so. Und dann am Ende ist es halt ein Set, was wie Nelson klingt. Und ich habe das ein paar Mal schon gehört und genau das ist mein Anspruch, dass
Leute sagen, aus allen Sets, die ich so kenne, würde ich sofort raushören, dass das ein Set von dir ist. Und das, finde ich, ist genau der Fingerabdruck, den ich als Künstler, nicht als Jukebox-DJ, sondern als Künstler haben möchte. So, ich hatte das jetzt auch mal angesprochen, weil ich mir hier auch mal so Festivals angeguckt habe. Jetzt, ich will nicht schon wieder einen Namen nennen und so, aber es ist halt bemerkenswert zu sehen, dass aus dieser Techno-Szene, und du bist Vinyl-DJ, du kommst vom Schranz und so, ne? Du weißt doch genau, wie geil diese Sets von früher. Ja, auch das stimmt. Kannst das bei mir im Video zum Beispiel mal sehen. Komm, ich zeige dir das jetzt mal. Ich habe ja hier genug Beweise auf YouTube. Nehmen wir den Mix jetzt hier mal. Na, wo sehen wir das mal? Guck mal hier. Ich mache mal Pause und ziehe dir das einmal hier rein. Guck mal. Wie du siehst, habe ich noch 3 LEDs Headroom. Auf jedem Kanal und bei meinem Master. Warum? Ja, ist ja ganz einfach. Ich möchte ja am Ende die volle Dynamik haben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, ist leise danach. Ja, klar. Ich habe, auch wenn ich aufnehme, habe ich immer noch ein bisschen Headroom über, weil ich nämlich danach, wenn das Set fertig ist, mir das nochmal in Audition reinziehe und Master. Weil ich will ja das bestmögliche Ergebnis für das Set haben, was ein Leben lang im Internet zu finden sein wird. Das ist kein Mix, den ich aus dem Club aufgenommen habe, sondern es ist ein Podcast, das kann und sollte die bestmögliche Qualität haben. Deswegen master ich das auch. Ich lasse mir beim Mixen ein bisschen Headroom. Im Club sieht das anders aus. Im Club willst du Druck. Es ist ja eher die Regel, dass du im Club in den Limit, in den Peak reinfährst. Ja, man muss das vernünftig haben. Zumindest wenn du was schaffst, was Bestand hat. Ich hatte mal ein richtig geiles Gespräch auch mit dem Sven, mit dem Jason Little, und da hat er mir auch ein bisschen meine Sichtweise ein bisschen erweitert. Und das hat für mich auch dazu geführt, dass ich mache einen Unterschied zwischen Club und Podcast-Mixen. Der Sven hat nie seine Sets aufgenommen. Es gibt und der hat ja auch auf hunderten Partys gespielt oder tausenden, wie auch immer. Der ist ja seit so vielen Jahren unterwegs und es gibt so wenig Sets von ihm, Gigs, weil er sagt, Matze, wenn ich hier heute Abend ein Set spiele, dann ist das für die Leute hier auf dem Dancefloor. Das ist für den Kopf und nicht fürs Internet. So, und da hat er eigentlich total recht. Das ist ein zeitlich begrenzter Moment für die Erinnerung der Leute. Für den Moment, für das so. Und ich sage halt für mich, ich baue Sets fürs Internet, die immer da sind, die Leute sich downloaden oder was auch immer. So, und die werden mich überdauern. In 50 Jahren, wenn es mich nicht mehr gibt, wird es meine Sets trotzdem im Internet geben und vielleicht werden es die Leute hören. Und das heißt, ich möchte natürlich die denkbar beste Qualität haben. Und wenn ich jetzt hergehe und nur weil ich aus was für Gründen auch immer dann in den Limiter reinfahre und es ist schrebbelig und so, ist ja scheiße. Also feiern tue ich seit 95, seit 98 oder 97, 98 habe ich auch angefangen zu drehen, sage ich mal so. 2002 habe ich dann nicht mehr gedreht, sondern digital angefangen zu mixen. Und dann habe ich so eine kurze Phase gehabt von, ich sag mal so 2005 bis 2009. Da war so Familienbildung, da habe ich meine Frau kennengelernt, erste Kind. Da habe ich gar nichts gemacht an Musik. Und dann habe ich 2009 Nelson aus dem Ether geholt, habe mit Nelson Katzer dann 2010 haben wir dann Störbeats Radio Germany gehabt. 11 war das erste Abrissgewerbe, da habe ich dann selber veranstaltet. Ja, also schon sehr lange. Ne? Ja, und 2016 hatte ich noch den Gig auf dem Ground Zero Festival. Und dann hatte ich noch 2016 und 17 hätte ich noch ein paar Gigs gehabt. Die habe ich dann aber nicht mehr gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache keine Musik mehr, ich höre auf damit. Hatte mehrere Gründe auch. Wie gesagt, beruflich war halt sehr prägnant, weil hatte dann halt Posten bekommen, wo du halt auch Verantwortung hast, ne? Und war dann quasi, wie gesagt, auch familiär. Das zweite Kind war da, das dritte kam dann 2017, Meisterschule. Also wie gesagt, beruflich. Dann war es halt auch so, ich war immer im öffentlichen Dienst. Meine Frau ist Erzieherin und hatte auch als Tagesmutter Kinder auch von der Stadt und bla. Und ich bin dann auch zu Gigs gefahren, habe teilweise Leute mitgenommen, die waren dann auf Stoff. Sollen sie alle machen, ist ja cool. Ich hatte auch mal eine Vergangenheit, aber es war halt immer schwierig,
Im Fitnessstudio. Ja, da bin ich ja jetzt durch mit, ne? Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich keiner so groß mitbekommen, der mich musikalisch betrachtet, aber ich hatte einen Fahrradunfall 2020 und ich weiß nicht, ob man es sieht. Oh, soll ich Fotos zeigen? Nee, die sind relativ eklig. Also ich kriege meinen Arm nicht mehr gerade. Wo geht die Kamera hin? Witzig. Fährt die einfach in der Ecke. Also ich kriege meinen Arm nicht mehr gerade. Der ist kaputt. Ich habe hier eine dicke Narbe. Ich habe hier eine dicke Narbe. Hatte hier, haben sie eine Sehne rausgenommen und war ein Jahr krank, zweimal operiert. Das war aber um Corona rum 2020. Also das hatte jetzt mit Aufhören mit Musik machen nichts zu tun. Das war halt einfach Pech so. Ich bin mit meinem Sohn, weil ich hier im Sauerland wohne, sind immer Trails gefahren, Mountainbike, und da habe ich mich hart gemault. Und ja, war dann auch ein Jahr, wie gesagt, zweimal operiert, Arm in Gips und lange Reha und so. Und jetzt, wie gesagt, kriege ich den Arm nicht mehr ganz gerade. Und deswegen hat es aufgehört hört es jetzt auf mit Kraftsport. Ja, so geht das Leben halt, ne? Aber alles in allem, das ist halt jetzt wenn ich jetzt einfach mal einen Snapshot von dem Moment mache und mal so betrachte, wie fühle ich mich, wo bin ich, wie sehe ich mich, wie stehe ich zu mir, wie gesagt, dann, wenn ich mal so einen Snapshot mache, bin relativ zufrieden mit allem so. Und daraus ergeht ja eigentlich, dass alles, was passiert ist, auch so ein Unfall vielleicht oder alle Momente, die so in deinem Leben kamen, ja, die haben ja zum Jetzt geführt. Alles, was mir passiert ist, hat zu dem Jetzt geführt, in dem ich bin. Und wenn ich jetzt zufrieden bin, dann war alles, was passiert ist, ob es gut war oder schlecht war, zweckdienlich. Und deswegen ich bin zufrieden. Bei mir ist alles cool. Und Ostfriesland. Sauerland, das ist so 30 Kilometer südöstlich von Dortmund. Das ist Anfang vom Sauerland. Hema ist das Kacknest. So eine kleine Stadt, so in der Nähe von Dortmund. 30.000 Einwohner. Ne? Wir haben Wälder, wir haben Berge. Ne? Es ist in NRW im Märkischen Kreis. Es ist quasi der nördlichste Zipfel vom Märkischen Kreis. So mitten in Germany. Maps. Hier quasi. Ne? Also so, ja. Da so die Ecke. Schwerte, Iserlohn-Hema da. In der Nähe suchen. Ja. Aber ich komme rum. Also aufgrund meiner beruflichen Emsland, ja schon mal gehört auf jeden Fall. Emsland. Ich komme ja rum. Also ich bin ja tatsächlich schon x-mal durch Deutschland, beruflicherseits. Ja. Ja, da werde ich jetzt auch den Stream beenden. Ist ja dann doch wieder ein bisschen länger geworden. Was heißt ein bisschen länger? 3 Stunden. Plus der kleine Stromausfall zwischendurch. Ja. Der Mix kommt am 31.07. Und ja, der nächste Mix ist auch schon fertig. Der kommt am 31.08. Gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage noch einbauen. Richtig Blut geleckt. Ja, da mal, wie gesagt, dann beende ich mal den Stream und ich denke mal, ich werde am Wochenende streamen. Wir müssen noch ein bisschen an Ableton basteln. Nächster Stream wird sein, Ableton Track basteln. Vielleicht auch schon morgen Abend. Morgen oder übermorgen. Mal gucken. Schicken Abend auf jeden Fall. Bis dahin. Tschö.